Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute am 14. Juli zum Tag der Französischen Revolution. Willkommen zu einer frisch gepressten Sendung. Wie ihr gesehen habt, 10 Kanalmitglieder haben schon 10 Kanalmitgliedschaften geschenkt bekommen. Heute werde ich danach nochmal am Ende der Sendung 10 Kanalmitgliedschaften verschenken. Schauen wir mal, wer heute noch mitfeiern kann. Wir werden auch Neuerungen einführen, wir werden die Kanalmitgliedschaften aufwerten, das heißt also, wir werden zum größten Teil die Kanalmitglieder in den Sendungen mit ihren Kommentaren hervorheben. Das wird eine neue Form der Huldigung sein, dass ihr Kanalmitglieder seid. Dann haben wir als Themen natürlich bei Lufthansa das Thema Kurzstrecken oder aber sollte man sagen, weiß man bei Lufthansa selber nicht, was man tut. Dann haben wir mit den Klimaklebern eine kleine Abrechnung. Wie kann das sein, dass wir keine Flüssigkeiten oder ich so eine Flasche hier nicht reinkriegen könnte mit der Flüssigkeitsmenge, aber die können dann mal locker flockig irgendwelche Fahrräder, Citybikes aus Hamburg auf die Strecke bringen. Finde ich schwierig. Dann gehen wir weiter und gucken uns Delta an, die von einem Reiseboom erzählen. Heißt also, Delta sieht ganz klar die Buchungszahlen auch nach dem Sommer hochgehen. Deshalb hat man auch neue Flugzeuge bestellt. Ja. Dann haben wir die meist geklauten Sachen aus einem Hotel. Da wollte ich mal drauf eingehen. Da sind Sachen dabei, die ich echt merkwürdig finde. Dann haben wir auch einen Rekord zu vermelden, nicht wir als Frequent Traveler TV, sondern die Flugzeuge in der Luft. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die ZDF-Serie Die Stadt in der Luft oder sowas und wie viele Menschen in der Luft sind. Wir hatten den Tag mit den meisten kommerziellen Flugzeugen in der Luft. Abgezogen wurden Private Jets und militärische Sachen. Und wir haben ein Disodin in der First Class mit Lufthansa First von Amsterdam, glaube ich, war es, Frankfurt nach Bogotá. Geht leider nicht so Routen wie der geile Flug damals. Amsterdam, Frankfurt, Sao Paulo, Bogotá. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Deshalb denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen oder vielleicht eine Kanalmitgliedschaft zu kaufen, wenn ihr keine glücklichen Gewinner seid. Es geht ab 4,99 € los. Und ich verspreche euch, am Ende der Sendung wird es nochmal 10 Kanalmitgliedschaften geben. Ich glaube, ihr müsst online sein. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert und nach welchem Kriterium es geht. Aber es wird gerecht zugehen, weil YouTube das einfach rausschmeißt. Ihr seht auch oben in dem Chat diese grüne 10, die da so runterläuft. Wenn ihr was reinzahlt oder sowas, dann wird das da oben gemeldet und ihr seid einfach nur tolle Leute, wenn ihr das tut. Ja, ganz wichtig. Immer den Kanal unterstützen, auch mit einem Like. Ne? Denkt dran. So, jetzt geht es weiter mit der Lufthansa Kurzstrecke. Und zwar, die Lufthansa hatte zum Thema Kurzstrecke ja bekannterweise gesagt, ja, nee, haben wir nicht, machen wir nicht. Und dann gab es jetzt die Nachlese von der Lufthansa bei einem Interview, und zwar sagte Frank Newe, das ist der Lufthansa-Vertriebschef, Tagesreisen innerhalb Deutschlands sind weniger geworden, aber der Bedarf ist weiterhin da. Was will uns der Herr Newe sagen? Also Frank sagt, die Leute wollen fliegen, aber sie bieten keine Flüge an und das wollen sie ändern an den Tagesrandzeiten. Das war ein Interview mit der Fachzeitschrift
FVW. Jetzt gucken wir uns nochmal, was weiter gesagt wurde. Und zwar, man will das Feld nicht der Bahn überlassen, weil Videokonferenzen nicht immer möglich sind, sollen auch wieder Kurzstreckenflüge gemacht werden. Newe sagt auch, dass man das Ganze analysiert und dass man die Vertriebsaktivitäten darauf ausrichten möchte, dass das Fliegen auf Kurzstrecke wieder attraktiv gemacht wird. Eurowings hat sich ja auch schon zu dem Thema Kurzstrecke etwas aus dem Fenster gelehnt. Düsseldorf-Berlin fliegt Eurowings 4-mal werktäglich. Und dann gab es in den sozialen Netzwerken Kritiken, denn die Kurzstreckenflüge sind ja klimapolitisch ein Problem. Und da hat die Lufthansa dann direkt darauf reagiert, festhalten. Und zwar sagte dann eine Lufthansa-Sprecherin, eine Ausweitung des Angebots findet nicht statt. Im Gegenteil, das innerdeutsche Angebot liegt derzeit 30% unter 2019. Größere Anpassungen sind derzeit nicht geplant. Also ist die Dame oder der Frank Newe verstrahlt. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und ja, die Flüge innerdeutsch gehen zurück, aber das liegt ja nicht daran, weil die Lufthansa nicht fliegen will, sondern einfach, weil Strecken eingestellt werden und weil natürlich auch die Bahn auf gewissen Verbindungen München-Berlin attraktiver geworden ist. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und Flüge wie zum Beispiel von Düsseldorf aus sind ja auch auf die Bahn gegangen. Logisch, dass sowas weniger wird. Aber wenn man sich das anguckt, war es 2022 mit 24 Flügen ein Tiefpunkt. In 2010 waren an deutschen Flughäfen noch 120 Inlandsflugstrecken miteinander vernetzt. 120. Das müsst ihr mal überlegen. Aber dadurch, dass wir jetzt diesen klimapolitischen Druck da haben, ist es halt so, dass man sich bei der Lufthansa natürlich zurückgezogen hat. Man hat ja auch Lufthansa Private Jet aufgegeben. Und es ist einfach so, dass die Zahlen... Die Leute würden ja fliegen. Also wenn man sich die Kommentare anschaut, ist es doch so, die Bahn ist unzuverlässig und gerade auf Strecken wie zum Beispiel Berlin-Düsseldorf oder von München nach Hamburg, München nach Frankfurt, alles, was irgendwie mit der Bahn nicht innerhalb von 2,5, 3 Stunden erreichbar ist, ist doch unheimlich attraktiv mit dem Flieger, weil man ja auch Zeit verliert, wenn man mit der Bahn fährt. Abgesehen davon, dass die Bahn unzuverlässiger ist als die Freunde der Lufthansa. Auch preislich habe ich irgendwo gelesen, jemand hatte geschaut, ein Ticket, glaube ich, was war das? Hamburg, München hin und zurück, abgesehen von der Zeit, war 200 irgendwas Euro Bahn und 170 Euro mit der Lufthansa. Ja. Deshalb die Frage des Tages. Die Frage des Tages hatte ich eingeblendet und zwar ist das so, dass die Lufthansa fliegt zu wenig Kurzstrecken und welche Strecken sollten mehr bedient werden. Da könnt ihr mal unten rege kommentieren, denn was ich weiß ist, glaube ich, solange ihr kommentiert, sind eure Wahrscheinlichkeiten, dass ihr Kanalmitgliedschaft geschenkt bekommt, am Ende wesentlich höher. Ganz genau. Gut, dann geht es auch schon zum nächsten Thema. Und da geht es dann um das Thema der Klimafetischisten, Klimaaktivisten und auch der Leute, die, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen Schmerzen über uns bringen, die wir viel fliegen und die wir gerne fliegen. Und zwar ist das so, dass wir, wenn wir bei den Klimaprotesten uns das Ganze angucken, dann ist das ja so, dass die Leute komischerweise auf die Landebahn können, obwohl wir da keine Flüssigkeit mitbringen. Man stellt sich mal vor, die hätten anstatt Fahrrädern irgendwelche Sprengstoffe oder sowas mitgenommen. Das wäre ja dann, wenn man es milde ausdrückt, etwas gefährlicher als meine Flasche Wasser, oder? Also das finde ich merkwürdig, dass das so passiert ist. Wir hatten ja gestern schon Kommentare gelesen in den Facebook-Gruppen und wenn man sich jetzt anschaut, was da gesagt wurde, dann ist das so, dass der Kollege von der FDP, glaube ich war das, oder was? Nee, ein SPD-Bundestagsabgeordneter, der hatte zu den Erfahrungen jetzt in Düsseldorf und in Hamburg dann gesagt, in dem Morgenecho im WDR 5, vor allem, wenn man sich vorstellt, es wäre kein Klebstoff, was sie in der Hand gehabt hätten, sondern Sprengstoff.
Und das ist halt das, was das Ganze zusammenfasst. Und jetzt geht es halt darum, technische Vorkehrungen zu hinterfragen. Man muss sich jetzt auch angucken mit so einem Zaun, also eine Mauer bauen. Es will keiner eine Mauer bauen. Klar, man muss halt gucken, welche Flughäfen, welche Security Levels die haben. Wenn man das auf Sylt haben will, wenn man das auf anderen Flughäfen haben will, dann kostet das natürlich richtig Geld. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Klimaaktivisten, wenn die da so einfach rumrennen, wie viele Leute rennen da auf dem Flugplatz rum, die da nicht hingehören, stellt man sich so die Frage. Das finde ich dann auch relativ spannend. Man sagt zwar vom Düsseldorfer Flughafen, die sagen, dass die Prozesse und der Alarmsysteme gut funktioniert haben und die Sicherheit des Flugbetriebs war zu jeder Zeit gewährleistet. Deshalb hat man ja gestoppt, ne? Aber ich glaube, dass die Politik, aber auch die Flughäfen selber dort in der Verantwortung sind. Und wir müssen halt mal gucken, heute sind ja auch wieder Aktionen gewesen, Gott sei Dank nicht auf Flughäfen, aber auf den letzten Wochen gab es halt auf dem Flughafen München, Berlin, Sylt, richtig, also Westerland, gab es wirklich Störungen und das kann es ja nicht sein, ehrlicherweise. Und das muss man ja wohl auch mal sagen dürfen. Da muss was gemacht werden. Und dass wir dann in Geiselhaft genommen werden, finde ich merkwürdig. Aber mich hat es sehr irritiert, dass man einfach so einen Zaun durchschneiden kann, dahin tippelt gemütlich bis zur Bahn. Weil das sind ja auch schon mal Strecken. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass man über den Zaun und mitten auf der Bahn sitzt, ne? Das ist schon so ein bisschen Action. Und wenn man damit rechnet, dann müsste da auch, glaube ich, dann etwas mehr von der Polizei Präsenz gezeigt werden. Bundespolizei ist da ja verantwortlich. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr zu dem Thema? Schreibt unten in die Kommentare, denn ihr wisst ja, 10 Mitgliedschaften werden nachher noch verlost. So, dann haben wir auch noch gute Nachrichten aus dem Hause Delta. Die Delta in den USA, die schöpfen ja, wenn man denen so passagiermäßig glauben darf, aus dem Vollen. Und da ist es so, dass sie hier einen Reiseboom über den Sommer hinweg sogar sehen. Und zwar ist es so, dass man eine sehr starke Nachfrage hat und Ed Bastian hat am Donnerstag gesagt, dass die Urlaubsreisen ins Ausland bis in den Oktober hinein sehr groß sind. Und man sieht auch da keine Anzeichen für, dass es irgendwie einen Abschwung gibt. Die Leute bezahlen die höheren Preise und ich will jetzt nicht sagen, scheiß aufs Klima, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist so, dass die Leute dann auch Premiumreisen machen. Das heißt also auch von Häusern oder Booten die Käufe machen. Die Leute haben Geld. Und das ist auch kein kurzfristiger Boom, weil man jetzt sagt, so das war ja dieses Revenge-Travel oder sowas, was man nach Corona machen wollte. Und das macht man jetzt auch nicht, sondern es ist eine ganz normale, ganz stetige Nachfrage, die da kommt. Und das laufende Quartal, da erwartet man ja auch zum Beispiel einen Gewinn. Und wir reden ja von den magischen 9 Euro zum Beispiel, die die Lufthansa erzählt. Und da ist es so, der bereinigte Gewinn ist da bei den EPS, je Aktie bei Delta soll auf 6 bis 7 Dollar hochsteigen, also knapp 6,30 Euro oder was das ist. Und das ist natürlich spannend. Und weil man sagt, dass das so toll ist, hat man auch noch einige A220er gekauft. Ja, hat bei Airbus nochmal nachgehakt, nachgefragt und gesagt, wir wollen kaufen. Ja, das ist doch mal eine coole Geschichte. Da gibt es dann gute Hoffnungen aus den USA. Und wenn das in den USA so ist, kommt es bei uns ja auch an. Heißt für uns aber auch, dass die Nachfrage steigt und die Preise immer noch aufgrund der niedrigen Menge an Flugzeugen auch steigt. Leider, schade, leider nicht anders zu machen. Also sagt Lufthansa. Ich würde mich freuen, wenn die Nachfrage zwar steigen würde, aber auch die Preise runtergehen würde und mehr Angebot da wäre. Das wäre so mein Top-Favorit. So, dann geht es weiter. Da müssen wir mal gucken, habe ich die richtige Zeit eingetragen? Nee, das habe ich nicht. So, jetzt aber. Und zwar geht es jetzt um die Hotels. Und zwar, was sind die Top-Sachen, die
gestohlen werden. Jetzt mal ein bisschen so, wer sind die Leute, die so klauen? Und zwar wurde eine Umfrage gemacht und diese Umfrage war von so einem Portal, was normalerweise Fotos macht. Und die haben 74,4% Männer gehabt und 25,6% Frauen, die geantwortet haben. 8,7% der Antworteten waren 25 oder jünger, 66,4 waren 26 bis 38, 21,8 waren 39 bis 54 und 3,2% waren älter als 55, nur damit ihr es wisst. Die sagen, dass diese Bewertung der Umfrage bei 95% liegt, 3% ist die Fehlerquote, wenn man diese Sample Size, also wenn man die Zielgruppe sieht. So. 87% der Hotelgäste, die diese Umfrage ausgefüllt haben, haben zugegeben, dass sie etwas aus einem Hotelzimmer einmal in ihrem Leben geklaut haben. Natürlich, je älter die Leute waren, desto höher waren natürlich die Chancen, dass sie was geklaut haben. 80% der 25-Jährigen, 90% der 55 plus haben gesagt, dass sie was geklaut haben. Habe ich was aus dem Hotelzimmer geklaut? Ich weiß nicht, ob das Klauen ist. Ich habe Getränke mitgenommen. Aber die waren ja inklusive im Anlass. Oder ich habe mitgenommen Seife oder sowas. Naja, vielleicht ist es Klauen, wenn man Seife mitnimmt, die man nicht geöffnet hat. Ich bin mal gespannt, wie ihr das bewertet. Natürlich haben die Leute, die älter waren, mehr geklaut, ganz logisch. 89% der Männer haben geklaut, aber 84% der Frauen haben auch geklaut. 26%, die geantwortet haben, haben sogar gesagt, dass sie jedes Mal, wenn sie im Hotel übernachten, was mitnehmen. Gott sei Dank ist mir das nicht passiert, weil wenn ich jahrelang in Hotels gelebt habe und ich hätte jeden Tag was geklaut, ich glaube, ich hätte am Ende so viel zu schleppen gehabt, dass ich eigene Koffer dafür mitnehmen musste. Die Hauptgründe, warum man aus den Hotels klaut, sind 30% sagen, es ist okay, weil sie haben ja bezahlt für den Aufenthalt. 29% sagen, es ist irgendwie so aus Erinnerung, sentimentales Stück. Und 29% sagen weiterhin, na, ist ja scheißegal, das Hotel kann es sich ja auch leisten. Das ist natürlich eine Antwort, die finde ich relativ sportlich. Dann wurden Leute natürlich gefangen, die gefangen worden sind. 20% haben Konsequenzen gehabt, 25% haben eine Strafe zahlen müssen, 28% sagten, sie wurden sogar da gerichtlich belangt. Und 31% sind sogar blacklisted geworden und 33% wurden sogar mit den Sachen belastet. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn geklaut worden? 32% sagen, es ist okay, wenn man aus dem Badezimmer was klaut. 27% sagen, es ist okay, wenn man diese Toiletries, diese ganzen Sachen klaut. Also okay, ja, habe ich ja auch gesagt, ist okay. 26 haben gesagt, Minibar-Sachen. Und das ist natürlich auch wichtig. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was sind die 3 Sachen, die am meisten geklaut wurden. 35% haben Handtücher geklaut. Manchmal will ich gar nicht so ein Handtuch haben. 35 haben, also nochmal weiter, 35 haben Seife geklaut. Und 34% haben diese Tissue-Boxes geklaut. Ist das etwas, was ihr sagt, das ist okay, das ist richtiger Diebstahl? Wobei wir hatten das mal in einem Hotel, dass die einen Fernseher geklaut haben. Und mit dem Fernseher kann man ja nichts anfangen, weil diese Hotelfernseher haben eine eigene Software. Und da kannst du noch nicht mal einen Computer dran anschließen, gar nichts ohne diese Set-Top-Box und über die EDV. Das ist halt diese Diebstahlsicherung, die die haben. Oder Bilder, die da an der Wand hingen, die sind geklaut worden. Jetzt nicht wirklich großer Wert, auch nicht irgendwelche Schinken, wo man sagt, die sind so toll. Aber seid versichert, 84% haben zumindest gesagt, sie bereuen es. Sie bereuen es. Also, da könnt ihr jetzt kommentieren, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Dann haben wir den Rekord zu vermelden und zwar am 6. Juli sind so viele Flüge wie noch nie in der Luft gewesen. Es sind 134.386 kommerzielle Passagierflüge an einem einzelnen Tag in der Luft gewesen. Das hat Flightradar uns mitgeteilt und Eurocontrol hat natürlich auch hohe Zahlen gemeldet.
Ich finde es spannend, dass die Zahlen wieder so hoch gehen. Wir haben keine Inlandsflüge und man sagt uns, naja, wir haben weniger in der Luft. Das kann ich alles gar nicht mehr glauben. Wie steht ihr dazu? Sagt ihr, krasse Zahl? Und wenn man überlegt, wie viele in solche Flugzeuge reingehen und wie viele Menschen gleichzeitig in der Luft sind, das ist schon eine kleine Stadt. Ich muss mal noch mal googeln, wie die Veranstaltung heißt auf dem ZDF. Das ist bestimmt mal spannend. Eine kleine Stadt in der Luft oder sowas heißt die. Da sollten wir mal uns das Ganze noch mal angucken. So, dann sind natürlich hier jetzt die meisten wegen des Dealzone-Deals, gehe ich mal ganz fest von aus. Und zwar ist das der Dealzone-Deal in der Buchungsklasse A bzw. in Dora in der Business Class auf den Zubringer von Amsterdam nach Frankfurt und dann geht es weiter nach Bogota für 2.949 €. Buchungsklasse A auf der Langstrecke. Dann gibt es natürlich auch wieder einen Mindestaufenthalt 8 Tage. Also man muss da 8 Tage sich aufhalten, um diese Rate zu nehmen. Jetzt wollt ihr natürlich wieder wissen, was gibt an Meilen, was es an Entfernung gibt. Das gebe ich euch sofort. Das sind 228 Meilen von Amsterdam nach Frankfurt. Nach Bogota sind es 5.648 Meilen. Hin und zurück sind es also 11.751 Meilen. Deshalb schauen wir uns auch nochmal an, wo das Ganze mit React to Credit ist. Hier seht ihr das ja in Dora und in Alpha. Da gehe ich mal hier an den Rand. Gehen wir hier irgendwo hin. Da ist hübsch. Air China 47.038, 37.882 sind es bei Scandinavian, Miles and More und auch Aegean, 882 bei Äthiopien, Air Malta 34.790 wie bei TAP, Copa. Dann bei Türkisch 24.988, bei United 23.496, 23.384 bei Avianca, hatte ich das nicht gerade gesagt, United. Singapore Airlines 23.270, genau wie bei Egypt. Und dann seht ihr, wie es weiter runterrauscht über Air Canada mit 17.690 und dann am Ende, wie immer, und das ist immer gut für mein Herz, dann weiß ich, dass da bei der Berechnung nichts falsch gelaufen ist. 0 bei Air New Zealand. So, jetzt ist die Möglichkeit, wo ihr nochmal kommentieren könnt. Wir haben ja auch 32 Leute, die schauen. Dann kaufen wir jetzt doch einfach mal nochmal 10 Memberships hier rein. Gucken wir mal, was der Vorgang, ob der live geht, was passiert. Dann will er den Security Code haben von meiner Karte. Den gebe ich jetzt schnell ein. Zack, dann gehen wir einmal auf Kaufen. Es dreht sich. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Hat es geklappt? Hat es geklappt? Ja, your gift purchase was successful. So, dann bin ich mal gespannt, wer von euch jetzt noch die nächsten Gifte bekommt. Und dann geht das einfach immer ab. Gucken wir mal. Also, schauen wir mal. Ich werde es gleich erwähnen. 50 Kommentare haben wir, 20 Leute haben wir gleich, glaube ich, beglückt. Und dann können wir nochmal mit der Frage des Tages beantworten, euch belästigen. Und zwar, so, da haben wir es. Zack. Und wir haben hier... Haben wir das hier auch nochmal? Dann gucken wir mal, was ihr so kommentiert habt. Hier seht ihr nochmal, dass ich 10 gegeben habe. Hallo Ingo, freue mich, dass du einen bekommen hast. Kanalhopper hat einen bekommen. Dann Jan Roh hat einen bekommen. Frank, bonjour, ça va. Dann hat Wachs eine bekommen. Matthias Blank, alle zusammen, heute mal zum letzten Mal aus Jerusalem. Geile Zeit dort hoffentlich gehabt. Dann Sebastian Wolf hat eine bekommen. Uwe Hansen hat eine bekommen. Mr. Midnight hat eine bekommen. Pilot 2003 hat eine bekommen. Ihr, alle, die einen bekommen habt, müssten ein Like da lassen. Ne? Ganz wichtig. Dankbarkeit, immer zeigen. Dann Ting Lochmann hat eine bekommen. Dann EMWE hat eine bekommen.
Tore ist Kanalmitglied und hat natürlich die Frage des Tages ordentlich beantwortet. Und zwar ist das so, dass er geantwortet hat. Und zwar hat er geschrieben, bin für die Strecken Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Köln-Berlin, da die Bahn keine richtige Alternative ist, momentan auf den Strecken. Das kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Das ist richtig. Hallo Venture X. So, Frank. Zu wenig bestimmt nicht, nur die Preise sind alles andere als attraktiv für einen Flug von Bremen nach München und zurück. Im Business Green Tarif über 815 € mehr als unverschämt. Naja, Business Class halt, ne? Also das ist, wer Business will, muss auch Business zahlen. Und Bremen ist ja jetzt nicht so, dass Bremen jeder hin will, ne? Wenn man nach Bremen fliegt, dann muss man da ja hin, ne? Das ist ja jetzt nicht so, ist quasi alternativlos. Hallo Bernhard, hallo Sven, hallo Frank, hallo Stadtberg, Grüße nach Berlin. Heute ist auch vor 2 Jahren die Hochwasserkatastrophe passiert, das stimmt. Da werden ja anscheinend wieder Fehler im Ahrtal gemacht. Fand München gar nicht schlecht, aber heute noch eine Buslinie, warum nicht auch solche Strecken mit einer Propellermaschine? Umweltschutz, weil die Leute halt sagen, das ist nicht so. Und das Schlimme ist halt, wenn München ordentlich angeschlossen wäre ans ICE-Netz, dann gäbe es da gar keine Frage, ob man da mit dem Zug hinfahren könnte oder nicht. Es soll ja wieder mehr Kurzstrecken gerade in Tagesrandlage geben. Ich bin vorher Tages geflogen, müssen es 1 bis 2 Übernachtungen auf Steuerkosten sein. Ja, das ist natürlich unangenehm. Gerne, Uwe. Uwe schreibt, es ist halt nur so ein Beispiel, geht auch mit der Bahn, aber wird geflogen mit 320, manchmal sogar 321, dus Frank, genau. Dann, hallo Guido. Ich war mal einen Abend Transitflug Frankfurt, München, Köln und die Transit gestern München ging nach Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Hannover, Hamburg und Bremen. So, schließe mich der Aussage von Venture X an, Mehrtages-Randverbindungen wären begrüßenswert. Dann, zur Frage, das heißt, ja, LH sollte mehr Kurzstrecken liegen, zum Beispiel von Degerhof nach Berlin, dann noch auf einen Kurzstrecken eine schöne Business Class, das wär's. Ja, da ist es ja auch so, dass die Eurowings halt mehr Strecken geflogen ist, wie ich erwähnt habe. Bei den Deutschen sollten nur LH Regional, sondern auch LH Strecken Business Class ein Welcome-Drink dabei sein. Ja, ja. Kurzstrecken, paar reine BC. Klar, nur Business Class Flüge, vor allem mit einem eigenen Business Class Sitz. LH hat noch zahlreiche Flüge geparkt, könnte man wieder reaktivieren. Ja gut, die haben nur keine Crews im Moment. In Budapest stehen ja etliche rum. Was soll ich denn sagen über die CAJs? Ja, Bademäntel waren ja da quasi, Handtücher und so weiter dabei. Das ist eine berechtigte Frage. Ich weiß das jetzt gar nicht, wie viel man braucht. Ich glaube, es waren 20 Piloten und 400 Kabine für einen 380er. Für einen 320er weiß ich nicht. Ich wurde auch schon beklaut im Hotel, also insofern, da glaube ich, können viele von erzählen. So, habe mal weiß in meinem heißen Hemd eingepackt, habe es erst zu Hause gemacht. Ja gut, aber weißes Handtuch ist ja, ist halt nicht so. Ja, das Schlimme ist ja nicht nur, dass die Zimmer ausgeräumt werden, sondern das Schlimme ist ja auch, dass die Zimmer randaliert wird. Aber nun gut, das ist halt so. Wenn ich unbedingt ein Stück Seife als Souvenir möchte, frage ich ganz freundlich an die Rezeption, bisher wurde mir der Wunsch nie abgelehnt. Und wichtig ist, nie für die Seife bücken, ne? Ganz wichtig. Hab schon mal Eigenwegschlappen mitgenommen, um es im Flieger gemütlich zu haben. Ja gut, ich weiß nicht, ob das Klauen ist, weil ob die Dinge im Hotel benutzt oder, ja, keine Ahnung. Und das ist ja auch nichts, was jetzt Hunderte von Euro kostet. Emanuel hat eine bekommen, Linus hat eine bekommen und dann hat Jorn von O eine bekommen. Moody Darwish hat eine bekommen. Dann haben wir den Frank, der gesagt hat, die werden sowieso nach dem Tragen entsorgt aus Heligrund. Richtig, deshalb mein Einwand. Joppe hat einen bekommen. Frequent Flyer hat eine bekommen. Sven möchte schauen. Ingo, ja, aber 5 Paar. Ja, das ist natürlich richtig. Kurve des Westens hat eine Membership bekommen. Congratulations. Mitgliedsgeschenke heute. Der Kaiser würde bestimmt sagen, ja, ist ja schon Weihnachten. Ja, so ungefähr.
Ich sage aber nicht warum. Dann Berlin-Nürnberg gibt es leider auch eine Weile nicht mehr. Ja, das stimmt. Das ist unangenehm. Aber hält der Zug nicht von München nach Berlin? Gerne, Ingo. Die Mitgliedschaften sind in der Economy Class. Das ist die Einstiegsklasse, um die Leute anzuheizen und aufzugeilen. Ist doch logisch, Tore. Wobei, das war ja noch Tegel-Nürnberg. Ja, das richtig, das war logisch, das war so. Brauchen problematisch auch so viel wie. Nee, die brauchen etwas weniger, die sind aber etwas langsamer, aber auch nicht so viel langsamer auf den kurzen Strecken, aber das muss man ausrechnen. Gerne, Guido, gerne, Kanne. Dann Stadtberg, Klimaklimaidee haben eine irre Akzeptanz von Komplexität, daher wird dagegen. Ja, der Unterschied ist, glaube ich, hier in Berlin zum Beispiel gibt es Akzeptanz, München, Hertha. Also das ist alles nicht ganz so einheitlich. AB, also Air Berlin, hatte auch viele, genau. Nochmal gerne. Freddy, wenn du wüsstest, was heute wäre, wärst du viel dankbarer. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Alle, die keine Kanalmitgliedschaft geschenkt bekommen haben, sorry. Ihr könnt entweder eine Mitgliedschaft kaufen und den Kanal unterstützen. Für die, die eine bekommen haben, freue ich mich, dass ihr eine bekommen habt. Die gilt einen Monat. Danach könnt ihr überlegen, ob ihr nicht eine der höherwertigen kauft. Ihr könnt auch upgraden. Ihr könnt zum Beispiel die Business Class nehmen. Das ist die jetzt euch den besten Zugang zu allem gibt. Frei von Quatsch, First Class, wer wirklich Hardcore-Fan ist, kann das machen. Aber schaut euch mein Video an, was ich zur Kanalmitgliedschaft gemacht habe. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Viel Spaß und viel Freude mit euren Mitgliedschaften. Ich selber verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch viel Spaß, nachdem ihr den Kanal abonniert, Glocke, Like und so weiter dagelassen habt. Denkt dran, T-Shirts haben wir auch noch. T-Shirts kaufen und Kanalmitgliedschaft kaufen. Also, bis dann und jetzt viel Spaß mit dem Abspannen. Ciao, ciao.